Gäste sich gesetzt haben. Ja, ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Markus Kofler von der Firma Feigl. Die Firma Feigl für mich ein Pionier in zweifacher Hinsicht. Geschichte wiederholt sich ja. Und zwar dahingehend an und dazu mal der Erfinder des Fahrschulpedals, also wirklich auch ganz am Anfang der Fahrschulen, mechanisch, Maschinenbauer, Pionier-Dasein und jetzt im Kontext der digitalen Transformation der KI-Pionier. Ja. Deshalb auch Ihr Titel im Vortrag vom Maschinenbauer zum KI-Pionier, adaptive Lernsysteme und kamerabasierte Fahranalyse. Genau. Herr Kofler, the stage is yours. Danke. Also ich glaube, ich muss es ein wenig schneller sprechen, weil der Vorredner hat ja ein bisschen gebraucht, ne? Bis ich dann drangekommen bin. Aber macht nichts, kriege ich auch so durch. Ne? Ja, freut mich, dass so viele Leute hier sind. Mein Name ist Markus Kofler. Ich bin seit 2011 bei der Firma Feigl. Feigl, ne, wie Sie schon schön gesagt haben, ist ein Pionier. Wir haben 1925 die Fahrschulpedale erfunden. Also, und das Produkt ist im Endeffekt seit 1925, zwar optisch und technisch ein bisschen anders, aber von der Grundfunktion immer das Gleiche. Es unterstützt der Fahrlehrer, der Fahrschüler, sicher von A nach B zu bringen und sein Leben im Prinzip zu retten. Und das braucht man heutzutage, ne? Wenn eine immense Durchfallquote. Und wir haben 2019 schöne Transformation hingelegt. Wir haben uns ein bisschen auf in der Unternehmenskultur verändert. Wir haben Lernsysteme bei uns eingeführt, ne, adaptive Lernsysteme und sind da in ein ganz neues Feld reingerutscht, wie man Mitarbeiter schult, wie man ja, Prozesse besser an die Mitarbeiter ranbringt. Und aus dem ganzen Kontext ist dann auch Simply entstanden. Das hat mich dann auch, den Titel vom Maschinenbauer zum KI-Pionier, das hat mich dann auch in die Rolle des Co-Founders von Simply gebracht, weil es auch so ein bisschen auch meine Idee war, auch im Zuge der Transformation. Wo geht die Reise denn hin, auch bei uns mit dem Lernen? Und wir haben dann irgendwann festgestellt, mit dem ganzen Lernen, ne, können wir auch vielleicht Fahrschulen mit ja, besser voranbringen, ne, weil momentan die Durchfallquote so extrem hoch sind. Und das alles halt aus dem Kontext von Feigl heraus. Ne? Also Feigl, 105 Jahre Tradition, Geschichte, Werte, ne? Familienunternehmen und Simply Startup. Ne? Also wenn man das so einen Mix nimmt, wir sind ein 105 Jahre altes Startup-Unternehmen, weil wir uns jetzt wieder neu erfunden haben. Ne? Ja, wie wir gesagt haben, ne, das Erbe Feigl ist historisch, Erfinder der Fahrschulpedale, ne, die erste mechanische Sicherheitsinnovation in der Fahrschultechnik. Ne. Die Herausforderungen waren, da ist jetzt ein, weiß nicht, mit KI generiert ist, ein Fehlerteufel mit drin und eine Doppelung. Ne. Die Herausforderung war, wie kriegen wir Digitalität in das Fahrschulwesen hin? Ne, weil Fahrschulen sind extrem analog. Ne. Die haben Papier, Zettel, Stift im Auto und haben noch ihre Lernstandskarte für die Fahrschüler und ganz wenig Digitalität. Ne? Und unsere Vision ist eine Fahrschulausbildung, die adaptiv, effizient und weltweit vernetzt ist. Ne? Und so ist dann Simply entstanden. Auch der Name. Ne? Simply ist Synthese. Ne? Es gibt eine These und eine Antithese und daraus entsteht eine Synthese. Wir versuchen alles neu zu überdenken und einfacher zu machen. Ne? Und das Pli kommt halt simpel, ne? Und einfach. Und da kommt dann der Name Simply. Unsere Mission, was wir jetzt erzählen mit unserem Geschäft, ne, ist, dass wir Fahrschule dazu befähigen, ne, das volle Potenzial moderner Technologie zu nutzen, was sie jetzt noch gar nicht haben. Ne. Und es ist echt extrem schwierig, an Fahrschule moderne Technologie hinzubringen, weil ja, die sind noch relativ oldschool. Wenn man sieht, Fahrschule in Deutschland gibt es 10.000,
Fahrlehrer gibt es 40.000. 70% aller Fahrlehrer sind Ü50. Ne? Von denen Ü50 sind weitere 60% Ü60. Da weiß man ja, was dann passiert, ne? Weil jetzt auch wieder gerade diskutiert wird, Führerschein ist so teuer, ne? Es muss günstiger werden. Ne? Aber wie will das günstiger werden? Eine Fahrschule ist ein Dienstleister, wo seine Dienstleistung Führerschein verkauft. Und Fahrschulen werden immer weniger werden. Ne? Es fehlen 10.000 Fahrlehrer in Deutschland aktuell. Und wir haben ja nur 40. Und davon gehen in den nächsten 5 Jahren einige in Rente. Also kann es nicht günstiger werden. Und da versuchen wir, Effizienz in das ganze System reinzubringen. Also auch Digitalität reinzubringen, Fahrschule in den modernen Stand der Technik zu heben. Ne, dass Fahrschüler effizienter durch Fahrschulen geschleust werden. Und dass das Lernen einfacher wird, dass die Durchfallquote sinken, wo jetzt momentan bei 48% liegen, ne, dass wir da wieder runterkommen. Wenn man dann die Vision sieht, ne, Fahrausbildung, die adaptiv, effizient und weltweit vernetzt ist und für eine neue Generation von Fahrlehrern, wo selbstbewusst und selbstsicher ist. Und wir haben uns dann angeschaut, das klassische Lernen, ne, 90% der Zeit verschwendet man durch Wiederholungen, durch gleiches Tempo der Lernenden, durch kurzfristige Wissensspeicherungen. Na, man sieht es in den Prüfungen. Aktuell ist so, dass viele Fahrschüler auswendig lernen bis zur Prüfung und danach wissen sie nichts mehr, wenn die Prüfung rum ist. Ne? Und unser Ansatz ist, weg vom Auswendiglernen hin zum Verstehen. Es gibt auch von der Europäischen Union Division Zero, wo festlegt, dass man 0 Verkehrstote im Straßenraum hat. Das erreicht man aber nur durch gut ausgebildete Schüler, wo auch noch Wissen und ein Verständnis haben von dem, was sie tun. Ne? Und dazu haben wir das adaptive Lernen, ne? Weil wir gehen individuell auf die Schüler ein. Ne? Wir haben individuelle Lernwege, ne? Also das Richtige zu lernen zur richtigen Zeit. Ne? Schneller und effizientere, nachhaltige Ergebnisse. Ne? Durch das Adaptive, ne? Und das maßgeschneiderte Lernen. Also unser Lernsystem, was wir für Fahrschule anbieten, was auch KI gestützt ist, geht auf die bewusste Kompetenz und unbewusste Kompetenz von Fahrschülern ein. Ne? Weil oftmals weiß man gar nicht, dass man es nicht weiß. Und wir bringen die Fahrschüler dahin, zu sehen, okay, ich bin nicht kompetent genug, ne? Und ich muss mehr tun. Und das System merkt sich das auch und führt dann auch die Fahrschüler immer wieder in den Lernkreis hinein. Wenn man das dann vergleicht, 2003 zu 2024, ne, wo Lernende stärker scheitern, wenn man das Diagramm sieht, oder Führerschein-Durchfallquote 2003 war noch bei 27%, 2024 bei 48%. Da haben wir schon einen ganz schönen Wandel drin. Ausbildungsabbrüche, ne, das deckt sich ja dann auch wieder, haben wir 2003 noch 18% gehabt. 2024 sind wir schon bei 29,5% von Ausbildungsabbrüchen von jungen Erwachsenen. Ne? Weil der gesellschaftliche Wandel, die Veränderung von Standpunkten des Lernens, ne, schlägt sich da nieder. Ne? Veränderte Prioritäten, Führerschein verliert an Bedeutung, ÖPNV ist wichtig. Ne? Oder Carsharing in Stadtleben ersetzt das Auto. Ne? Also habe ich gar keinen Zwang mehr, einen Führerschein zu machen oder mich auf solche Themen einzulassen. Digitale Lernwelten, nicht? Online-Souveränität oder im Verkehr unsicher. Also wir haben im Prinzip viele Fahrschüler sind online echt souverän, wissen aber nicht, was die Realität im Straßenverkehr ist. Ja, also sprich Elterntaxi, Kinder fahren im Prinzip im Auto von A nach B, hocken im Auto drin, haben das Handy davor und für die ist nichts anderes wie Fahrstuhlfahren plus linear, nicht nach oben nach unten, sondern einfach in eine Richtung. Die kriegen gar nicht mehr mit, was Straßenverkehr ist. Die steigen aus und steigen ein. Ne?
Und das verändert ja auch viel von der Wahrnehmung. Das erhöht den Druck auf das Versagen beim Führerschein. Ne? Dann Eltern, ne? Weniger Elternzeit und Vorbilder. Ne? Durch das, dass Familie mehr berufstätig sind, haben die weniger Zeit miteinander. Kinder fahren weniger mit. Das familiäre Lernen fällt weg, weil es beruflich ähm, ja, gar nicht mehr anders geht, dass man sich so intensiv um die Kinder kümmert. Ne? Und beim Lernen geht es auch, ne, wenn man das mit Vygotsky, mit dem Blick auf heute, ne, es gibt im Prinzip 3 verschiedene Zonen vom Lernen. Ne, Zone der Kompetenz, Zone der Entwicklung und die Zone der Überforderung. Ne? Früher war man eher in der Zone der Kompetenz und heute rutschen viele Schüler in die Zone der Überforderung rein, was das Lernen nachher betrifft. Ne? Ähm, und heute ist auch viel mehr Desinteresse und die Zeit, die Aufnahmezeit beim Lernen ist ein anderes. Und da war ich. Und wir versuchen, ne, im Prinzip ein Brückenbauer zu sein, weil Lernen braucht Beziehung, ne, auch vom Fahrlehrer. Ne? Weil heute ist der Fahrlehrer mehr Wissensvermittler. Er muss Motivation schaffen. Er muss die Relevanz vom Lernen im Straßenverkehr aufzeigen. Ne? Er muss als individueller Begleiter auftreten. Ne? Und da haben wir unseren Simply Buddy, ne, der unterstützt als Tool das Ganze, ne? Weil er niedrige Einstiegsschwelle, ne, schafft. Fördert Vertrauen, weil es gibt da kein richtig und falsch, sondern die Lern-App von uns führt den Lernenden an sein Wissen heran, was er braucht, ähm, passt sich auch dem Lernstand an und fördert da, wo er es braucht und fordert auch Hilfe vom Fahrlehrer an, wenn er dann ja, sieht, der Fahrschüler braucht Hilfe. Warum adaptives Lernen notwendig ist, ne? Ähm, ne? Adaptives Lernen ist notwendig, ähm, weil es ums Verstehen geht im Straßenverkehr, ne? Weil man die Stärke und Schwäche von Schülern erkennen muss und der Fahrlehrer muss das erkennen, wo die ganze Stärke und Schwäche liegen, um gezielter darauf einzugehen. Ne? Ein adaptives Lernsystem, das sich an die Bedürfnisse der Schüler anpasst und theoretisch sowie in Praxis sich integriert, bietet einen absoluten Mehrwert. Ne? Ein Schüler macht einen Fehler, ne, während seiner Fahrstunde mit der Kamera aufgezeichnet. Äh, und wir analysieren die Fehler und können das dann in den Theorieunterricht mit einbauen oder in seine Lern-App. Ne, also Schüler fährt über ein Stoppschild hin, Fahrlehrer markiert es als Fehler. In seiner Lern-App kommen dann die Punkte, wo zum Thema Verkehrsschilderkennung gehören. Ne? Also was beim Fahren als Fehler passiert, kriegen wir dann in die Lern-App rübergespiegelt. Und so haben wir dann einen Kreislauf. Ne? Also die Aufzeichnung mit der Kamera und das Lernen in der App wird ein Kreislauf. Ja, man sieht auch hier die unterschiedlichen Fragen beim TÜV. Ne? Also wo wir haben, gibt es im Prinzip die ganze Lernwelt, was im deutschen System drin ist, haben wir bei uns im System mit abgebildet. Ähm, sodass auch die rechtlichen Rahmen mit abgebildet sind. Ne? Und der Fahrschüler kann sich auch selber einschätzen. Da lernt das System dann nachher auch, ne, wenn er sich jetzt gut einschätzt und ist aber nachher doch nicht so gut, wie er sich eingeschätzt hat, merkt es das System und ja, baut dann auf den Einschätzungen nochmal die Fragestellungen um, sodass er quasi auf ein 100%iges Wissen kommt. Ja. Er kann auch hier, man sieht hier, er kann hier die Fragen im Prinzip sich selber einschätzen, ob er das jetzt hat. Na, also er hat jetzt hier 3 Fragen, wo er dann beantworten kann. Und wenn er meint, es ist richtig, kann er sich einschätzen, ich weiß 100%ig oder ich bin mir gar nicht so sicher. Und anhand von dem Schema
wertet das System dann aus, wo seine Stärke und Schwäche sind. Genau. Was wir auch dann haben, ist 360-Grad-Kamerasystem mit Echtzeitaufnahme. Die Kamerasystem werde dann demnächst von IDS kommen. Das ist die neue Version. Ne? Mit dem Kamerasystem werde während der Fahrstunde ähm, wird aufgezeichnet und jeder Fehler, was passiert, wird mit einem Bookmark gesetzt. Wenn der Bookmark gesetzt ist, werden Filmschnipsel generiert, wo 10 Sekunden davor und 10 Sekunden danach vor dem Fehler aufgezeichnet wird. Der Fahrlehrer kann noch drüber sprechen, was für ein Fehler passiert ist. Und der Fahrschüler kann sich das dann anhand seiner Fahrstunde als Routeplanung, wo seine Fehler waren, anschauen und nochmal nachhören, was da überhaupt für ein Fehler passiert ist. Weil oftmals ist es so, dass während der Fahrstunde kriegt er gar nicht mit, was dann passiert ist. Ne? Weil überfordert, hinter hupt schon einer, ne? Vorne wird die Ampel wieder grün, er muss weiterfahren. Und das hilft ihm dann im Nachhinein nochmal zu verstehen, warum hat er jetzt so eingreifen müssen. Ne? Warum soll ich da jetzt schlecht gefahren sein? Ich bin doch gut gefahren. Ne? Warum darf ich noch nicht zur Prüfung? Und so kann er nochmal nachspielen, nachfahren, wo seine Fehler waren. Ne? Und die Fehler, was passiert sind, gehen dann auch in die Lern-App rein. Also werden dann umgeswitcht in Fragen. Ne? Also die KI dahinter erkennt, hier ist über die Kreuzung gefahren, hier hat eine Oma überfahren. Ne? Oder ein Opa, sorry. Ähm, und erkennt die KI, was es für ein Fehler war und komme dann gleichzeitig in unserer Lern-App die richtigen Fragen dazu. Ja, dass das dann in Kontext gesetzt wird, dass er dann versteht, wo habe ich denn meine Schwäche, meine Stärke. Und dem Fahrlehrer hilft es dann, also ein ganzes System, dann die Daten rausziehen kann vom Fahrschüler, wo hat er seine Stärken und wo hat er seine Schwäche, wo muss ich mit ihm nachjustieren und wann ist er prüfungsreif. Ne? Das Ganze haben wir auch mit einem Simulator. Wir haben unser eigenes Simulatorsystem mit VR-Brille. Das heißt, wenn wir ähm, unser Kamerasystem, ein Fahrzeug, der Fahrschüler fährt, die Fehler, was passieren, ne? Kind kommt von rechts oder kommt von links, ne? Fahrlehrer muss da eingreifen. Die Situationen, die Unachtsamkeiten können wir dann auf dem Simulator nachspielen. Dann weiß man genau, Fahrschüler Andi ist ein Fahrer mit den und den Fehler unterwegs gewesen und die sind kritisch, kann ich die auf dem Simulator nochmal nachüben. Oder bevor ich dann überhaupt ins Auto gehe, um da wieder Kosten zu sparen, ähm, kann ich ihn erstmal auf den Simulator setzen, bis er so die Grundfähigkeiten vom Fahren mit, mit beherrscht und integriert hat und dann erst ins Auto gehen. Oder auch ganz neu, die Schaltkompetenz kann ich mittlerweile dann auf dem Simulator machen. Brauche ich gar nicht mehr im Schaltwagen machen. Das funktioniert im Simulator und die Fahrschule spart Kosten, weil sie nicht mehr zwei Autos vorhalten muss. Automatik oder Schalter. Ne? Hier nochmal unseren Simulator. Ähm, genau. Wir haben dann neues Feature. Wir werden jetzt auch den Simulator so weit überarbeitet, dass er von der Geometrie und von der Ergonomie ähnlich wie ein VW Golf oder ein ID.3 funktioniert. Die aktuellen Simulator, was momentan auf dem Markt sind eher so Richtung Gaming-Bereich und wir bauen die dann so auf, dass das Feeling und die Haptik dann wie im Fahrzeug ist. Also sehr realitätsnah. Ähm, Und hier nochmal unseren Lernkreislauf, ne? Das integrierte Kamerasystem, ähm, wo auf die App zurückgreift, wo der Fahrschüler ähm, nachfahren kann, was Sache ist. Unser adaptives Lernsystem, wo der Schüler seine Prüfungsfrage generieren kann und lernen kann, die aber im Zusammenspiel mit dem Kamerasystem und mit dem Simulator agieren, dass wir hier einen Kreislauf haben, dass überall da, wo Fehler passieren, auch das zusammengefügt wird und erkannt wird, wo Fehler sind und wo sie verbessert werden können.
Und zum Schluss haben wir dann im Prinzip, machen wir ein All-in-One-System. Ne? Wir rüsten dann Fahrzeuge aus, komplett mit Kamerasystem, mit Fahrschulpedale und liefern die dann direkt an die Fahrschulen aus. Auch zusammen dann mit dem VR-Simulator. Die Kamerasysteme kommen dann, wenn wir das in die Masse raustragen, von IDS, weil wir uns dann sagen, naja, Source Local statt Global, ne? Genau. Genau, Das System, was verwöhnt sich, so eine Art Kameras pro System, drei nach vorne aus, jeweils zwei in den Seitenspiegeln und eine Heckkamera. Also ein ja. SD besteht aus Kameras. Dafür haben wir extra eine Plattform entwickelt mit einer neuen Schnittstelle, wo dann fürs Fahrzeug auch geeignet ist. Ja, und jedes Fahrzeug ist ja anders, ne? Also ich kann das nicht jetzt bei einem Golf oder bei einem Mercedes hinbauen. Ich muss dann die Kenndaten auslesen. Ne? Ich muss in die Steuergeräte rein und dann die Systeme dann dran anpassen, ne? Weil mir auch Fahrdaten auslese, wie Geschwindigkeit, Verkehrsschildererkennung, Assistenzsysteme, wenn sie in Betrieb sind, dritte Fahrlehrer auf die Bremse, wie schnell fahrt er, was für Assistenzsysteme sind im Eingriff während der Fahrt. Ne? Solche Dinge fließen da alles mit rein. Also nicht nur die Kamerabilder und auch hochauflösend sind, ne? Gerade wenn es jetzt darum geht, Digital Twin. Ähm, bieten mir dann auch die Möglichkeit, gerade mit Fahrschulen, digitale Zwillinge von Kommunen zu erstellen, weil die sind ja dann regelmäßig unterwegs. Ne? Und die Kameras sind ja sehr hochauflösend, ne? Dass man da in Richtung Schildererkennung, wie viele Schilder stehen jetzt in Wilsbach, ne? Wo sind Straßenschäden in Wilsbach, ne? Wo ist ein übermäßiger Bewuchs, ne? Ist das Schlagloch schon größer geworden, was jetzt vor IDS ist? Ne? Muss man da was machen? Ähm, sind die Fahrbahnmarkierungen noch sichtbar? Ne? Oder was dann die nächste Stufe ist, wie ist der Verkehrsfluss? Also wir sammeln ja auch noch Daten auf andere Art und Weise. Die Daten, was wir sammeln, werden ja von Fahrschulen bewertet und Fahrschulen fahren ja per se gesetzesmäßig. Ne? Müssen sie ja. Und alle Fehler, wo du falsch gefahren wurde, wurde durch einen Bookmark ausgeixt. Somit habe ich Daten über das Straßenverkehrssystem, wo permanent richtig und gut sind. Ne? Wo ich 50 fahren muss, fahre ich 50. Ne? Wo ich halten muss, halte ich. Ne? Und die Daten kann man dann für ganz andere Thematiken verwenden, wie autonomes Fahren, ähm, digitale Zwillinge für Kommunen, Städteplanungen. Ne? Und das wird, denke ich mal, ein spannender Ritt mit IDS. Ne? Und wir haben dann quasi ein All-in-One-Ökosystem aus dem Boden gestampft. Ne? Wir haben unsere KI-Lern-App, ne? Das adaptive Lernen, das Kamerasystem. Dann machen wir auch für Fahrschule jetzt eine Verwaltungssoftware, weil es sind ja auch relativ hinterher. Und dann bieten wir noch Leasing-Komplettpaket mit Fahrzeug an, wo wir vormals nur mit Fahrschulpedale angefangen haben oder über Jahrzehnte. Ne? Und behinderte Technik haben wir noch. Ja. Und gemeinsam gestalten wir, ne, eine erfolgreiche Zukunft voller Möglichkeiten und Innovationen. Und jetzt geben wir Vollgas. 10 Fragen? Die Zeit nehmen wir uns. Herr Kiefers, in Antwort zuerst. Also sehr spannend ist, mir spontan einfällt, außerhalb des Fahrschulkontexts, gerade zum Beispiel Fahrsicherheitstraining, dort hat man sehr gut jeder Fahrpraxis absolvieren könnte, das wäre ja auch ein spannendes Feld. Da das für uns Service anzubieten und dann denke ich noch weiter, dass wir vielleicht auch ein größerer Markt werden können, die Fahrtüchtigkeit von Senior. Das ist speziell, wenn man in Fortschritten relativ Führerschein hat, oder ab, und damit praktisch regelmäßig, ohne dass man jetzt wieder Fahrschule, also ein paar Lehrer sind ja Mangelware, dass man da auch da was Gutes tun kann. Sehen Sie da auch noch Chancen, Ihren Service da weiter? Ja, also wir haben ein Projekt mit der TU Dresden, ne, und da geht es ja um altersgerechte Mobilität, ne, und über die Überwachung von Mobilität.
Ne? Wie kann man das überprüfen? Das ist Thema, naja, über das Kamerasystem KI, das nicht unbedingt ein Prüfer oder ja, ein Beamter daneben sitzt, wo sagt, du kannst noch fahren oder nicht, sondern dass man so eine Art Fahrtraining mit dem System anbietet, ne, wo man danach, nach der Fahrt sagen kann, Mensch, Mutter oder Vater, ne, hier bist du echt wenig langsam unterwegs. Ne? Da müssen wir noch ein bisschen nachschärfen. Kannst du das überhaupt noch? Und die KI erkennt ja dann, wo sind die Stärke und die Schwäche von dem Fahrenden. Ne? Oder klappt alles, ne? Ist alles gesetzesgemäß und funktioniert. Die Akzeptanz ist allerdings, wenn man jetzt das im politischen Wille äh, sieht, eher gering. Also wir waren jetzt am Montag im Bundesverkehrsministerium und die sind da echt gerade, also viel bewegt sich da die nächsten 4 Jahre nicht. Ja, ganz kurz. Eine Frage, ich war vor ein paar Monaten in der KI-Fabrik in München und Ja. habe da gelernt, dass man über Eye-Tracking auch Lernerfolge gerade bei Kindern und so weiter untersucht. Je nachdem, wenn die Rechenaufgabe lösen oder sowas, je nachdem, wie die mit ihren Augen, wo hinschauen an der Aufgabe, ist sowas auch angedacht, dass quasi der Innenraum überwacht wird oder auch der Fahrer, weil jetzt haben wir die Fahrzeugdaten und so, ist ja klar, wo dann der Fehler liegt, aber vielleicht hat er einfach in die falsche Richtung geschaut und will gestoppt für fahren. Ja, das Thema ist ja Blickkontrolle, Schulterblick, rechts, links. Ne? Aber das geht auch noch viel weiter. Da bin ich momentan mit Arke TP 21 heiße, die sind in Leipzig. Die sind für Prüfungszulassungsvoraussetzungen zuständig und die sind auch für die Prüfer, die TÜV- und DEKRA-Prüfer verantwortlich, wo in Deutschland Führerscheinprüfungen abnehmen und die wünschen sich ein Kamerasystem ähm, nach innen. Auch zum Thema Sicherheit. Ne? Jetzt gerade Berlin ist schon ein heißes Pflaster. Da wird oft der Fahrprüfer bedroht von irgendwelchen Clans, dass der Prüfling aber heute echt gut fährt. Und ach, das Auto da vorne kehrt ja, das habe ich mit denen schon so diskutiert, ne? Die sind so auf mich zugekommen, ne? Dass da was braucht wird, wo man sagen kann, ich hätte gern was, wo ich überwachen kann oder wo ich vielleicht mit unserem System könnte der Prüfer auch ganz woanders sitzen und die Prüfung von außerhalb verfolgen. Ne? Oder hockt überhaupt, ne? Beispiel Heilbronn, hockt überhaupt der richtige Fahrschüler drin? Ne? Oder ist es irgendein Stellvertreter, wo gerade Zeit hat? Ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Aber ist ein Punkt, wo wir dran arbeiten. Habe ich gerade kurz, ich habe Pause jetzt im Anschluss, deshalb können wir auch gerne noch 2, 3 weitere Fragen beantworten. Ich habe Sie dann. Wie sieht es mit Datenschutz aus, mit Videoaufzeichnung? Ja, ich hatte Anfang vom Jahr haben wir eine Klage oder eine Anzeige gekriegt aus der Nachbarschaft, ähm, dass wir hier mit Kameras unterwegs sind und das geht so nicht. Und da hat der Datenschutzbeauftragte uns eine Überprüfung angeordnet und wir haben dann mit Rechtsanwalt und Gutachter alles darlegen können, dass bei uns alles datenschutzkonform abläuft. Also die Kameras zeichnen auf und die werden dann, die Bilder, Gesichter werden verpixelt, Nummernschildern wird verpixelt, da kennt man nachher gar nichts. Ja. Und das Thema Datenschutz, ne, das ist auch das Thema Innenraumüberwachung. Ne, Fahrlehrer findet es nicht so gut, Prüfer würde das begrüßen. Ne? Da gibt es halt viele Pro und Kontras. Ja, ich bin beeindruckt. Großartige Applikation, tolle Idee. Klingt Hightech, klingt aufwendig. Können sich die Fahrschulen das leisten? Wie teuer ist es denn? Wie teuer ist es denn? Ähm, ja, also es gibt Fahrschulen, die fahren zum Beispiel mit dem Porsche 911 als Fahrschulwagen. Ne? Geht's? Ne? Nee, die jammern. Ne? Oh, das ist so teuer, wie soll ich denn das bloß wieder rein? Ne? Das ist einfach ein Rechenbeispiel, ne, der Effizienz.
Ein Fahrlehrer kriegt heute 60 Fahrschüler pro Jahr durch. Also ein Fahrlehrer, 60 Fahrschüler. Wir haben aktuell 1,8 Millionen Prüfungen jedes Jahr und glaube 1,4 Millionen Neuanmeldungen zu Fahrprüfungen. Und wenn ich dann aber das schaffe, es werden auch weniger Fahrlehrer, nicht? Also der Druck wird ja größer. Wenn ich das dann schaffe, die Einheit pro Fahrlehrer zu erhöhen, indem dass ich es schaffe, dass anstatt 48% wie bei unserem System bloß noch 9,4% durchfliege, dann schaffe ich das, dass ein Fahrlehrer pro Zeit, ne, im Prinzip anstatt 60, 100 durchbringt. Also habe ich jetzt im Endeffekt 40 Mal mehr Umsatz wie vorher. Zwar vielleicht weniger Stunde, aber ich habe mehr Stunde, weil ich habe mehr Schüler. Ich habe eine höhere Auslastung. Ich habe mehr Grundeinnahmen. Nicht? Also je länger ein Fahrschüler in der Fahrschule parkt, weil er die Prüfung nicht besteht, umso teurer wird der Fahrschüler für die Fahrschulen. Weil das Grundpaket am Anfang ist das, wo er mit Geld verdient. Und je länger das er drin ist, umso schmäler wird es. Und mit den Systemen kriegt er den Fahrschüler dann innerhalb kürzester Zeit durch. Ne?